Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute geht es wieder um meinen neuen Watch Drop, der am kommenden Samstag, dem 6.5. stattfinden wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, fangen wir an. In dem kommenden Drop für, wie gesagt, kommenden Samstag, den 6.5., habe ich für mich zumindest wieder neue Maßstäbe gesetzt und es werden 26 neue Vintage-Uhren online kommen. Es ist wie immer eine ganz, ganz breite Auswahl dabei. Fokus liegt natürlich wie bei mir üblich auf Cartier. Wir haben diesmal aber auch eine tolle Auswahl an Vintage- und Neo-Vintage Rolex-Modellen. Wir haben einige absolute Exoten dabei und auch einige, naja, echte Banger, wo ich sage, die sind schon was ganz beeindruckendes und ich bin froh, dass ich die für das Video sourcen konnte. Womit fangen wir an? Ich würde vorschlagen, wir fangen zu meiner Rechten an, wo wir eben einige der Vintage- und Neo-Vintage Rolex-Modelle haben, die im Drop dabei sein werden. Kurz mal vorweg, das ist selbstverständlich nur eine kleine Auswahl. Alle Uhren hier zu zeigen, würde den Rahmen sprengen. Direkt vor mir habe ich eine wunderschöne Rolex Datejust Referenz 16014. Über die 16014 habe ich schon einige Male geredet. Was ist an der Uhr so schön? Wir haben eine Uhr, also eine 5-stellige Rolex Datejust, die noch das Plexiglas hat. Ich persönlich bin ein Riesenfan von der Ästhetik und von diesem Vintage-Vibe, den so ein Plexiglas transportiert. Gleichzeitig haben wir aber schon das Datums Quickset. Bedeutet, der große Vorteil der Uhr ist, sie trägt sich wie eine moderne Uhr, sie fühlt sich fast schon an wie eine moderne Uhr, hat aber all die Vorzüge einer Vintage-Uhr. Heißt, dieses ästhetische Plexiglas, die gebürsteten Hörner, die ja die moderneren Varianten nicht mehr haben. Und selbst das Jubilee-Band hat nicht mehr so viel Spiel wie die Bänder der 4-stelligen Referenzen. Generell muss man bei der Uhr sagen, sie ist ein wahnsinnig sauberes Exempel. Also wir haben wirklich ein absolut unpoliertes Gehäuse in wahnsinnig scharfem Zustand. Wir haben toll patinierte Tritium-Leuchtmasse, ein Band mit ganz wenig Stretch und dann tatsächlich sogar noch die Originalbox sowie die Originalpapiere. Die Lünette, ich schaue hier gerade von oben drauf und das Licht fällt. Es ist wirklich erstaunlich, wie scharfkantig auch noch die Lünette ist. Und gerade die Lünette, ihr werdet es wissen, ist natürlich ein Teil Weißgold, das ist ein sehr weiches Material, was sehr schnell abgetragen wird. Aber machen wir mal weiter, bleiben aber bei der gleichen Marke, auch bei Rolex. Hier ebenso zu meiner Rechten haben wir eine Rolex GMT Master, nicht die 2, sondern das Neo-Vintage-Modell der Referenz 16700 mit der schwarzen Lünette und Oysterband. Auch hier haben wir Box und Papiere dabei. Es ist ein tolles Einsteiger-Rolex-Sportmodell, was einen nicht arm macht, aber gleichzeitig einen ganz, den Vibe eines Stahl-Sportmodells von Rolex verkörpert, ohne so wahnsinnig die Brieftasche sozusagen leer zu machen. Ich meine, das moderne Pendant, das wäre dann wahrscheinlich eine Pepsi oder eine Batman. Die Dinger liegen bei 15 bis 20. Hier haben wir eine Uhr, die nur leicht nördlich der 10.000er Marke ist. Das bedeutet, für die Seltenheit, ihr wisst, ich bin auch ein Fan von Neo-Vintage, die Designs kommen wieder und so weiter, ist das schon eine echt beeindruckende Uhr. Außerdem darf man nicht vergessen, ich sage das immer wieder, ich finde, seitdem Rolex die Keramiklünetten bei den Stahlsportmodellen eingeführt hat, ging es ästhetisch so ein bisschen bergab. Das haben wir hier nicht. Der Zustand ist ebenso fein, das Band hat wenig Stretch, die Lünette hat wenig abbekommen. Die Uhr wurde poliert, aber sieht noch vernünftig aus. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mal einen Sprung weg von Rolex und gehen zu Cartier. Da habe ich einige Beispiele hier vor mir liegen. Auch da würde ich gerne an meiner Rechten anfangen. Wir haben eine wunderschöne Cartier Santos Carré 2961. Über die Uhr selbst muss ich euch nicht mehr viel erzählen. Ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge darüber erzählt und ihr solltet die Unterschiede von Carré zu Galbi mittlerweile gelernt haben. Was ist an der Uhr so besonders? Wir haben halt tatsächlich ein absolut unpoliertes Beispiel. Es ist wirklich, als mir die Uhr angeboten wurde, bin ich fast, kein Spaß, fast vom Stuhl gefallen. Ich war bei dem Kunden, der sie mir verkauft hat, eigentlich wegen einer anderen Uhr und dann hat er die aus dem Schrank geholt und ich war komplett hin und weg und habe von dem Zeitpunkt an, als ich die Uhr gesehen habe, sofort gesagt, sobald du sie verkaufen möchtest, sag mir Bescheid, ich nehme sie garantiert, weil ich weiß und zu dem Zeitpunkt sofort wusste,
In der Qualität, in dem Zustand wird man so eine Santos nur noch unfassbar selten finden. Ich meine, ich gebe mir ja ohnehin schon immer Mühe, kaum bis gar nicht polierte Modelle zu finden. Das Problem ist aber, dass diese dann oft halt schon stark getragen sind. Das ist natürlich das, was oft so damit einhergeht, eine unpolierte Uhr zu kaufen. Man hat Microswirls, man hat Kratzer, man hat mal eine kleine Delle. Das ist bei der Uhr de facto gar nicht der Fall. Die Uhr ist nicht ungetragen, aber ich würde sie am ehesten so in diese Kategorie Kirchenuhr packen. Ganz, ganz selten getragen, wenn dann nur mit äußerster Vorsicht. Der einzige Makel, den man irgendwie nennen könnte, wäre eine ganz, ganz kleine Delle an der Lünette auf 6 Uhr. Da hört es aber auch auf. Abgesehen davon, das heißt, ihr hört, das war es noch nicht, hat die Uhr das komplette Fullset. Bedeutet Box, Papiere, Booklets, Erstkaufrechnung und sie wurde Ende letzten Jahres, also Ende 2022, auch noch von Cartier revisioniert. Allerdings, und das ist auch auf der Rechnung, nur eine Werksüberholung. Keine Gehäuseaufbereitung, nichts. Ausschließlich Werksüberholung. Das bedeutet, es ist über diesen perfekten Rahmen des Fullsets hinaus sogar noch ein Fullset Plus, weil eben die Servicerechnung, ich gehe davon aus, dass es auch der erste Service war, den die Uhr jemals bekommen hat, sowie eben die Erstkaufrechnung, ja, behalten wurden. Das war es aber noch nicht mit der Carré. Ich habe noch eine zweite Carré kaufen dürfen. Übrigens werden es im Drop sogar noch mehr werden, aber das ist die zweite, wo ich gesagt habe, die ist es wirklich wert, erwähnt zu werden. Die haben wir hier auf meiner Linken. Ich greife mal rüber. Die Uhr habe ich auch erst vor ganz kurzer Zeit kaufen dürfen. Und auch hier haben wir wieder ein, ja, fast ungetragenes und auf jeden Fall unpoliertes Beispiel einer 2961 Santos Carré vor uns. Das sieht man selbstverständlich am Gehäuse, das sieht man selbstverständlich an den Kanten, ebenso wie bei der hier rechts. Ist es natürlich auch ein Original, also Swiss Only und nicht Swiss Made Dial. Es ist unfassbar, wie scharf die Bürstung des Bandes noch sichtbar ist. Auch bei dieser Uhr haben wir de facto keine Kratzer. Wir haben ein paar Microswirls auf der Schließe und da hört es dann schon auf. Was macht diese Uhr aus? Dadurch, dass sie so wenig, vielleicht sogar im Prinzip gar nicht getragen wurde, man könnte bei so einer Uhr schon fast von New Old Stock sprechen, ist das Gold angelaufen. Und in einem vorangegangenen Drop-Review hatte ich das schon mal erwähnt, was für ein Riesenfan ich davon bin, wenn das Gold so eine rötlich-bräunliche Patina bekommt. Und diese Uhr ist wirklich ein Paradebeispiel dessen. Also wir haben auf der Lünette wirklich so einen, ja, fast schon Rosé-Goldton, der etwas bräunlich wird. Wir haben in dem Fall wenig Blau. Oft wird so eine Vergoldung, oder in dem Fall bei der Lünette ja Vollgold und bei den Schrauben, so Gold wird oft bläulich, das haben wir hier nicht. Wir haben wirklich so einen tiefen braun-rotton und ihr werdet wissen, es gab ja nie eine Stahl-Rosé Vintage Santos oder Santos Carré. Ich würde sagen, wenn man sowas sucht, dann ist das ehrlich die Uhr, die da am nächsten dran kommt. Und jetzt, wo ich sie gerade vor mir habe, muss ich sagen, also es ist wirklich so, bei der Uhr könnte man echt fast von New Old Stock sprechen. Es ist unfassbar, in was für einem guten Zustand die ist. Aber das war es noch nicht mit den Santos-Modellen, die ich für euch habe. Direkt daneben habe ich noch ein Modell. Und zwar ausnahmsweise mal ein Damenmodell. Eine 2423, das ist die Damen-Galbé in Stahlgold. Die einzige Automatik-Damen-Galbé, die es gab. Auch hier haben wir ein vermutlich unpoliertes Gehäuse. Die Uhr kommt dann sogar mit Box und Papieren, was sie natürlich auch zu, naja, fast schon dem perfekten Geschenk macht. Wir haben ein guillochiertes Ziffernblatt und aufgemalte römische Indizes. Auch hier, ich habe schon in vielen Videos vorangehend gesagt, die Variante 2319 mit den aufgemalten römischen Indizes könnte tatsächlich die seltenste Variante der Automatik Galbé sein, die nicht limitiert ist. Bei den Damenmodellen beobachte ich das übrigens genauso. Abgesehen davon wird aber als kleiner Teaser sozusagen im Drop auch, oder werden im Drop auch zwei 2319 Stahlherrenmodelle dabei sein. Bedeutet, wenn du sowas für dich suchst, gerne in den Shop gehen und schauen. Auch hier sind wir aber noch nicht am Ende mit Cartier. Eine Cartier lasse ich mal außen vor und hebe sie mir fürs Ende auf. Aber eine habe ich hier noch zu meiner Linken. Und zwar eine Uhr, auf die ich jedes Mal, wenn ich sie im Shop habe, wirklich gigantisches Feedback bekomme. Wir haben eine, ja, eigentlich ganz normale Maste Cartier Tank, das klassische 23x30 mm Modell, vergoldet.
in dem Fall aber die, ja, wie gesagt, so wie ich das wahrnehme, wahrscheinlich beliebteste Ausführung, und zwar mit dem weißen Ziffernblatt und den applizierten goldenen Breguet-Indizes. Das ist, ja, ich würde, ja doch, ich würde so weit gehen zu sagen, pardon, die Indizes sind übrigens nicht appliziert, sondern aufgemalt. Ich würde tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass das wahrscheinlich also nicht die Top-Ausführung ist, das wäre zu weitgehend, aber das ist wahrscheinlich wirklich die gefragteste 23x30er Maste Cartier Tank ist aktuell. Jedes Mal, wenn ich so ein Modell im Shop habe, ist sie regelmäßig innerhalb von wenigen Tagen verkauft. Und das geht aber ehrlich gesagt auch mit meiner Meinung einher. Also ich, wie ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Breguet-Indizes. Und auf einer Tank, die ja doch so ein eher industrielles Design ist, wenn ihr darüber mehr wissen wollt, schaut euch gerne das Video über die Tank Normal an, was ich vor kurzem gemacht habe. Gerade auf so einer Tank machen dann diese Breguet-Indizes doch das ganze Design ein bisschen klassischer und fügen da noch, ja, so ein bisschen so was Traditionelles hinzu, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal weiter und kommen zu einigen Exoten, bevor wir auf die, ja, meiner Meinung nach 3 absoluten Highlights in diesem Drop eingehen. Einer dieser Exoten ist hier zu meiner Rechten. Das ist eine Uhr, über die ich in meiner ersten Videoreihe schon mal geredet habe, nämlich die Hublot MDM. Gut, wir wissen es alle, Hublot hat einen schlechten Ruf. Ich finde bei den modernen Uhren schon nicht zurecht. Ich bin tatsächlich sogar Fan. Bei den Vintage-Uhren aber ganz und gar nicht zurecht. Also die Vintage und vor allem Neo-Vintage-Hublots, gerade bei Hublot ist der Begriff Vintage immer so ein bisschen schwierig einzuordnen, hat Hublot einen grandiosen Job gemacht und hat es geschafft, eine Stahlsportuhr mit integriertem Armband, in dem Fall einem Kautschuk-Armband, ja, erreichbar zu machen, auch zu einem fairen Preis anzubieten schon damals und auch ein Design zu haben, was so ein bisschen von der Masse abweicht. Natürlich ist die Uhr schon nah dran an den Designgedanken der Royal Oak und der Nautilus, das lässt sich nicht leugnen, aber sie ist doch sehr eigenständig und gerade wenn man so auf den modernen Uhrenmarkt guckt, wo jede Marke irgendwie versucht, eine eigene Interpretation dessen zu machen und dann hast du irgendwie die ja, etwaigen Modelle von großen und kleinen Herstellern, die so, ja, eigentlich Hommages an Royal Oak und Nautilus sind, dann finde ich, dass die Hublot MDM, die ja auch aus dieser Zeit stammt, zumindest das Grunddesign etwas später, schon sehr, sehr eigenständig ist. Und mir persönlich gefällt die Uhr sehr, sehr gut. Wir haben hier dann auch eine der absoluten Top-Ausführungen mit Automatikwerk. Jetzt mal aus dem Bauch gesprochen, 9 von 10, wahrscheinlich sind es sogar mehr der MDM-Modelle waren Quarzer. Überhaupt kein Thema, es passt in die Zeit und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, die Automatik-Variante ist natürlich allein schon ob der Seltenheit, aber auch einfach, weil es irgendwie einen anderen Vibe hat, die, ja, wirklich, ich würde sagen, Top-Ausführung, macht das Ganze so ein bisschen belebter, das Ziffernblatt lebt mehr. Wir haben außerdem ein unpoliertes Modell mit einem recht langen Armband. Das Armband muss ja einmalig gekürzt werden und kann dann auch nicht mehr länger gemacht werden. Man kriegt zwar noch Armbänder, aber es ist immer schön, wenn man wie an der Stelle sagen kann, das sollte den allermeisten Herren passen. Außerdem kommt die Uhr im absoluten Fullset aus meinem Geburtsjahr, nämlich 2000. Und wir haben hier Box und Papiere vor uns. Die Umbox ist dann aber auch noch dabei. Ganz spannend eigentlich. Wie gesagt, ich bin Riesenfan von der Uhr und ich finde auch dieses, ja, mattschwarze Ziffernblatt, das hat sowas, man kennt es ja von den Cartier Tank Modellen mit diesen Onyx Dials und so, es hat sowas Schweres, irgendwas Tiefes, das gefällt mir sehr, sehr gut und es ist eine tolle Sommeruhr, nicht zuletzt auch wegen der verschraubten Krone, dem Kautschukband, was ein bisschen mehr Schweiß ab kann, einer tollen Faltschließe natürlich. Das bedeutet, das ist wirklich eine schöne Sommeruhr, die jetzt, glaube ich, gerade in den kommenden Monaten sehr, sehr viel Spaß machen wird. Was haben wir noch? Wir haben noch einen weiteren Exoten hier zu meiner Linken, eine Uhr, die euch möglicherweise auch bekannt vorkommt. Und zwar eine absolute Rarität aus dem Hause Omega. Es ist immer schwierig zu sagen, wie selten eine Uhr ist. Gerade bei Uhren wie dieser hier, die schon sehr alt sind, diese stammt aus den 60er Jahren, ist es de facto unmöglich zu sagen, ja, die Uhr wurde so und so viele Male produziert. Was ich über diese Uhr aber sagen kann, ist, es sind nur 3 Exemplare bekannt. Es wird mehr geben, keine Frage, aber nach meinen Recherchen gibt es auf der Welt aktuell 3 bekannte Exemplare und diese hier, die ich vor mir halte, ist mit Abstand die beste. Wir haben eine höchstwahrscheinlich unpolierte Omega in einem Tank-Format. Lustigerweise gemahnt dieses Tank-Format auch sehr an das der Tank Normal. Da wieder der kleine Disclaimer, schaut euch gerne das Video zu dem Modell an.
Wir haben, wie gesagt, ein vermutlich unpoliertes Tankgehäuse, wo die Bürstung und die Polituren noch toll erhalten sind, eine Originalkrone. Und eben dieses wunderschön guillochierte, ebenso goldfarbene Ziffernblatt in so einem, es ist kein Waffle Dial. Waffle Dials sind ja noch mal ein bisschen was anderes, aber es ist schon so eine dreidimensionale Waffelstruktur, wenn ich das so sagen kann. Ebenso goldfarben und es ist wirklich erstaunlich. Also diese Uhr, da sind wir wieder beim Sommerthema, macht so viel Spaß am Handgelenk, ist auch recht groß, also ist deutlich größer zum Beispiel als die Master Cartier Tank, lässt sich also auch an mehr Handgelenken tragen und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin ein Riesenfan. Das Glas ist ebenso noch original und das ist schon eine ganz besondere Uhr. Im Übrigen ein Modell mit der gleichen Referenz, aber einer anderen Ziffernblattfarbe, wurde mal an den Bruder von JF Kennedy ganz prominent verschenkt. Diese Uhr war übrigens auch für einige Zeit auf dem Markt. Ich weiß gar nicht, ob die noch verfügbar ist. Aber es ist insofern also auch ein Modell mit einer gewissen Geschichte. Ich finde, sie spricht auch irgendwie diesen amerikanischen Markt an. Also ich finde, man merkt schon, dass das eine Omega ist, die ja, für die Amerikaner gedacht war. Und tatsächlich ist es, was die Historie der Uhr angeht, auch so, dass, ohne dass ich das beweisen könnte, sie vermutlich in den USA ausgeliefert wurde. Bleiben wir aber mal bei Omega. Ich habe nämlich noch zwei weitere ganz spannende Modelle hier vor mir. Eines dieser Modelle ist eine Omega Genève. Wir kennen die Genève-Reihe eigentlich als die, ja, ich sag mal, Basiskollektion von Omega aus den 60er und 70er Jahren. Da waren die Genèves meistens recht unkomplizierte Uhren, ohne Chronometer, ohne große Komplikationen, vielleicht mal mit einem Datum oder im besten aller Fälle mit einer Day-Date-Komplikation. Hier haben wir tatsächlich auch keine weitere Komplikation. Wir haben eine ganz normale 3-Zeiger-Uhr. Wir haben aber die Genève Admiralty. Das ist eine, ja, Taucheruhr im weitesten Sinne aus der Genève-Familie. Und hier haben wir die Burgundy-Variante mit dem, ja, doch burgunderroten Ziffernblatt und der ehemals burgunderroten Lünette, die auf eine wunderschöne Art und Weise gefadet ist. Das heißt, wir hatten früher mal so ein ganz sattes Rot, das ist mittlerweile nicht mehr so satt, sondern es ist so leicht ausgefadet, innen stärker als außen wegen der Lichteinstrahlung. Dann haben wir einen orangenen Sekundenzeiger, der früher wahrscheinlich auch mal etwas rötlicher war und jetzt ins Orangene abpatiniert ist. Also das ist wirklich eine ganz besondere Omega Genève und eine Möglichkeit, in dieses Taucheruhren-Ding einzusteigen, ohne direkt, ja, wie sagt man, eine Seamaster 300 zu kaufen, die ja doch mittlerweile in Richtung fünfstellig geht oder in guten Varianten auch schon fünfstellig kostet. Also eine wunderschöne Variante. Außerdem auch hier wieder so ein bisschen dieses Sommerthema aufgegriffen mit Farbe, mit so einem Oyster-Style-Armband von Omega. Also das ist schon wirklich eine, ja, ganz besondere Omega Genève Handaufzug im Übrigen, was ich total cool finde auf so einer Taucheruhr. Also mir gefällt die Uhr sehr gut und ich bin mir sicher, ich werde die in den nächsten Tagen auch sicherlich das ein oder andere Mal tragen, wenn die Sonne wieder rauskommt. Gerade wenn man mal irgendwie ein rotes Detail im Outfit hat oder so. Also schon echt eine wunderschöne Uhr, die auch hier einen nicht arm macht. Aber das war es immer noch nicht mit Omega. Wir haben tatsächlich noch eine wunderschöne und auch ziemlich seltene Omega hier. Und zwar eine Omega aus der Grima Collection. Grima war ein Designer, der für Omega in den 70er Jahren, ich meine es war 1972, einige ganz ausgefallene Designs erstellt hat. Und hier haben wir ein ebenso ausgefallenes Design in Massiv Silber. Das ist schon an sich sehr selten. Das heißt, wir haben ein voll silbernes Gehäuse sowie Armband. Und das Gehäuse ist sehr langgezogen, rechteckig, mit einem Monster von einem Glas. Das sieht fast schon aus wie so ein Edelstein von der Seite. Und dann eben einem langgezogenen blauen Ziffernblatt, wo aber sozusagen die Anzeige nur wirklich zentral liegt auf der Höhe der Krone. Das bedeutet, wir haben wirklich einen recht ausgefallenes Design. Wir haben so eine Maserung in Form von Längsstreifen auf dem Ziffernblatt. Der Ehrlichkeit halber, das ist keine massentaugliche Uhr. Das ist keine Uhr, die jedem gefallen wird, die jedem Spaß machen wird. Aber ich finde, es ist einfach eine wahnsinnig coole Uhr. Gerade mit diesem Armband im Cuban-Style so ein bisschen. Ihr kennt sicherlich diese Cuban-Ketten und Armbänder, die ja aktuell so en vogue sind. Und hier haben wir eben so ein, ja, Cuban-Armband in Massivsilber an dieser Uhr. Ist schon sehr cool und macht sehr viel Spaß. Und auch da, also es ist eine wahnsinnig
günstige Möglichkeit, um an so eine sehr, sehr ausgefallene Uhr aus dieser berühmten Grima-Kollektion zu kommen. Man muss sagen, der Zustand der Uhr ist nicht mehr perfekt. Die Uhr hat schon bessere Tage gesehen. Auch das Glas hat schon einiges erlebt. Ich finde, das macht den Charakter der Uhr aber aus und ich finde, sie erzählt eine Geschichte dadurch, ist aber natürlich auch entsprechend bepreist. Last but not least haben wir noch eine wahnsinnig coole Uhr von Certina hier. Certina ist ja üblicherweise nicht ganz mein Beuteschema. Ich musste sagen, bei dieser Certina DS bin ich aber sofort, ja, da habe ich mich sofort verliebt und da wurde mir direkt warm ums Herz. Wir haben, wie eben schon gesagt, eine Certina DS mit den geschwungenen Hörnern. Die erinnert fast schon so ein bisschen an das Design der Universal Genève Pole Router. Wir haben so einen, ja, es sieht fast roségolden aus, so einen roségoldenen Kreis auf dem Ziffernblatt, der über die Indizes geht und das alles so ein bisschen abrundet und das Design irgendwie, ja, dreidimensionaler wirken lässt. Und wir haben ein wunderschönes Band. Leider lässt sich nicht ganz sagen, aus welcher Bandschmiede das kommt. Ich würde mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, es sei ein Guy Frère Band. Ich könnte es mir gut vorstellen, das würde auch in die Zeit passen. Garantieren kann ich es aber nicht. Wie gesagt, eine wunderschöne Uhr, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, die auch im absoluten Einsteigerpreisbereich verortet sein wird, die einfach Spaß macht und ja, genau so, finde ich, sollte eine Einsteiger-Vintage-Uhr sein. Jetzt habe ich euch lange, wie ich gerade sehe, vollgetextet und euch was über diese ganzen wunderschönen Uhren hier erzählt. Die Highlights habe ich bis jetzt aber ausgelassen. Wir haben 3 absolute Banger hier, die ich euch jetzt von links nach rechts präsentieren werde. Angefangen mit einer Uhr, über die wir auch schon ein Video gedreht haben. An der Stelle gerne euch dieses Video anschauen, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Wir haben eine Vacheron Constantin Overseas hier, aber nicht irgendeine. Wir haben das große mit 37 mm, das große Modell da, mit dem Lachsblatt. Das ist für die Stahlmodelle die absolute Top-Ausführung, das muss man so sagen. Es gibt keine seltenere Ziffernblatt-Variante, abgesehen von jetzt irgendwelchen Left-Handed-Varianten oder so. Es gibt keine seltenere Variante als das Salmon Dial und es ist eine wunderschöne Uhr. Auch hier, ihr merkt, der ganze Drop ist so ein bisschen in Richtung Sommer ausgerichtet. Eine Uhr, und ein Ziffernblatt, was im Sommer und in der Sonne so wahnsinnig gut aussieht und sich so toll reflektiert. Also wirklich eine richtig schöne Uhr. Wenn ihr mehr Details dazu haben wollt, zum Zustand und so weiter, schaut euch gerne das vorangegangene Video an. Jetzt kommen wir zu einer Uhr, zu der wir noch kein Video gedreht haben, die generell noch so ein bisschen unter Verschluss ist. Ich hatte sie schon einmal in meine Story gepostet, aber habe sie ganz bewusst noch nicht allzu prominent in die Kamera gehalten. Es ist eine historisch wirklich relevante Uhr. Es ist eine Cartier Tank. Eine Cartier Tank Louis und zwar, ich muss sie mal gerade von der Spange nehmen, eine Cartier Tank Louis Jumbo XL, das heißt die ganz große Variante, die größte jemals gebaute Vintage Tank und nicht zuletzt auch eine Automatik. Auch da die einzige jemals gebaute automatische Vintage Tank. Wir haben hinten auf der Rückseite wie so einen kleinen Buckel, der das Automatikwerk und entsprechend den Platz, den der Rotor eben braucht, beinhaltet. Und das ist wirklich also eine absolute Rarität, die vor kurzem übrigens auch nochmal Social Media technisch etwas Hype generiert hat, nachdem ein Video mit Mike Nouveau, einem Vintage-Uhrenhändler aus den USA, bei Hodinkee online kam, bei Chrono24, pardon, online kam, der dort seine gesamte Sammlung vorgestellt hat. Eben auch eine Uhr wie diese dabei ist und infolgedessen ist die Uhr nochmal extrem durch die Decke gegangen. Ich habe super viele Anfragen bekommen und ich bin mir ganz sicher, dass die Uhr auch nicht allzu lange im Shop bleiben wird. Sie trägt sich wunderbar. Man muss sagen, für Fans des klassischen Tank-Designs und der klassischen Tankgröße wird es eine Umgewöhnung sein. Das muss man so sagen, weil man dieses kleine 23×30 Tank-Design gewöhnt ist. Ich glaube, hier haben wir 28×35, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Das bedeutet 5 mm pro Seite mehr. Das ist eine ganze Menge. Und die Flanken sind auch recht schmal. Das bedeutet, das Ziffernblatt ist noch mal größer. Aber, und da wird es halt spannend, es ist trotzdem, wenn man sich mal drauf eingelassen hat, ein wahnsinnig tolles Design. Und ich finde, die Uhr ist nicht zu groß. Ich meine, ich habe 18,5 cm Handgelenke. Und bei mir trägt sie sich super angenehm, ist auch leicht. Der Rotor ist nicht allzu laut, man spürt ihn aber so ganz leicht. Also es ist wirklich
ist ein Traum von einer Uhr und ich bin ganz, ganz froh, sie euch ja, in diesem Drop präsentieren und euch anbieten zu dürfen. Natürlich hat die Uhr einen Paris-Dial, das heißt ein originales Ziffernblatt mit Paris-Signatur, und natürlich haben wir eine originale Non-Adjustable Pre-88 Faltschließe. Das ist sehr, sehr wichtig bei diesen Uhren, dass wir die korrekten Faltschließen haben. Ich meine, auch ohne diese Faltschließe wäre es eine tolle Uhr, aber ich finde, das macht schon nochmal einen Unterschied und es ja, verkörpert den ganzen Charakter der Uhr nochmal ja, ein Stück eindringlicher. Naja, kommen wir zum letzten Highlight und danach einem kleinen Add-on zu eben diesem letzten Highlight. Wir haben hier in den vergangenen Jobs hatte ich jeweils schon Varianten. Eine wunderschöne Chopin Samoritz der zweiten Generation. Das ist dann die Referenz 8300, das wisst ihr ja mittlerweile. In diesem Fall machen wir jetzt sozusagen den Materialmix voll. Ich hatte euch ja schon das Stahlmodell und das Vollgoldmodell vorgestellt. Jetzt habe ich endlich auch ein Stahlgoldmodell kaufen können mit einem wunderschönen silbergrauen Ziffernblatt. Das Band ist noch recht lang, sollte also auch den meisten Handgelenken passen. Auch hier würde ich von einem unpolierten Zustand sprechen. Die Uhr wurde getragen, das lässt sich nicht leugnen, aber ich finde, der Zustand ist sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr schön. Dieses hellgraue Ziffernblatt macht wahnsinnig viel Spaß und die Uhr kommt im Fullset mit Box und Papieren. Das ist schon Wahnsinn. Ich meine, ich habe schon oft auch in einem Video zu dieser Uhr erzählt, diese Uhr gibt es nur 500 oder unter 500 Mal, materialübergreifend, Stahlgold als eine der seltensten Ausführungen. Ich kann es euch gar nicht sagen. 50 Stück vielleicht? Also es ist wirklich erstaunlich und bei 50 Stück reden wir von 50 Stück Ziffernblatt übergreifend. Das heißt, diese Ausführung mit diesem Ziffernblatt wird es nur unfassbar selten geben. Wir haben hier die aufgemalten, lackierten römischen Indizes und wunderschön gebläute Zeiger, die auch wieder mit diesem Stahlgold spielen. Es ist ein Traum von einer Uhr, technisch 1A und ja, wirklich, also ich bin ein Riesenfan. Was soll ich euch anderes erzählen? Ich habe ein Video über die Uhr gemacht. Ich liebe die Uhr sehr und bin ganz, ganz stolz, euch jetzt sozusagen den Materialmix voll machen zu können. Jetzt das kleine Add-on zu diesem Highlight, da habe ich mir extra Zeit bis ganz ans Ende gelassen. Eine Uhr, in die ich mich erst vor kurzem verliebt habe und die ich erst dieses Wochenende kaufen durfte. Und zwar ja, das Pendant zu der eben gezeigten Uhr, nämlich die Samoritz der ersten Generation. Das ist dann die 8023. Auch in Stahlgold, also auch das Herrenmodell in Stahlgold. Hier haben wir ein weißes Blatt und anders als eben keine Automatik, sondern ein Quarzwerk. Auch hier haben wir einen unpolierten Zustand und ein wahnsinnig langes Band. Also wirklich, es ist erstaunlich, die Uhr ist mir deutlich zu groß. Schöner Zustand, wahrscheinlich werde ich sogar einige Glieder rausnehmen müssen. Erstaunlicher Zustand, auch da. Die Uhr wurde getragen, gar keine Frage, aber dass der Originalzustand beibehalten wurde, finde ich wirklich ein Wunder, weil diese Uhren schon sehr oft sehr schlecht poliert wurden. Die Lünette dafür, dass sie poliert ist, noch schön scharfkantig. Die Schrauben sind überhaupt nicht angegangen. Das heißt, es ist wirklich davon auszugehen, dass die Uhr erst sehr, sehr selten geöffnet wurde. Vielleicht sogar, ja gut, sie muss geöffnet worden sein für Batteriewechsel, sonst würde die Batterie nicht mehr laufen, aber wirklich nur sehr, sehr selten und immer sehr, sehr vorsichtig. Uhr läuft 1A, ist super flach und entgegen der Meinung vieler Leute trägt sie sich mit 32 mm, finde ich, auch echt gut. Ich würde sagen, so in etwa in der Größe einer Santos Carré. Das bedeutet absolut tragbar, auch für den Herrn. Wir haben ein weißes Ziffernblatt und auf dem Ziffernblatt diese Samoritz Sonne, was nochmal daran gemahnt, was es für ein Modell ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, durfte ich erst dieses Wochenende kaufen. Und wenn man sich mal anhört, wie satt noch die Schließe klickt, also das ist schon... Es ist schon echt erstaunlich. Außerdem haben wir es halt oft, dass die Schließe unten so einen Spannungsverlust hat, weil es im Prinzip nur zwei Bleche sind. Das ist auch gar nicht der Fall. Also wirklich eine total tolle Variante. Vielleicht ist sie euch im ganzen Video an meinem Handgelenk schon aufgefallen. Ich trage die jetzt seit Samstag unentwegt und macht mir wahnsinnig viel Spaß. So, meine Lieben, mir ist gerade aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie paar 20 Minuten einfach durchgequatscht habe. Lasst gerne mal in den Kommentaren ein bisschen Feedback da, ob es euch lieber ist, wenn wir in Zukunft bei gerade so Videos mit mehreren Uhren mal mehr Cuts machen, ein bisschen ruhiger sind oder ob ich wirklich einfach mal durchpowern soll. Ich war gerade genauso wie mein Videograf total überrascht, dass das auch so durchgeflowt funktioniert hat. Wie gesagt, lasst das gerne mal in den Kommentaren da, würde mich wirklich interessieren. Ansonsten
das war's. Das waren so die Highlights innerhalb des Drops. Natürlich werden, ich hatte es zwischenzeitlich schon mal angesprochen, noch etwaige andere Modelle, Santos und so weiter online kommen. Schaut gerne im Shop vorbei. Wenn das Video heute online kommt, sollten die Uhren allesamt online sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir meldet, wenn euch eine Uhr gefallen hat oder vielleicht sogar mehrere. Lasst gerne ansonsten noch etwaige Kommentare da. Likes freue ich mich auch immer drüber. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.